Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier heute zurück bei Subnautica Below Zero. Und während es noch lädt und da draußen epische Müllabfuhr-Action am Start ist, bin ich auch wieder am Start, nachdem ich nun ein Mittagessen genossen habe. Können wir jetzt weitermachen mit unserer Mission vom letzten Mal, und das ist das Aufspüren von Diamanten. Ich habe dann noch schnell, nachdem ich die letzte Folge beendet habe, ein bisschen was gegessen und getrunken. Ihr seht, es ist wieder alles aufgefüllt. Und jetzt, ja, geht es darum, diese Drohne wiederzufinden, beziehungsweise ich weiß ja, wo die ist. Es ist nur nicht ganz so sicher, ob wir das überleben. Ich habe auch kein Medikit oder sowas. Weil die Diamanten leider in einer Vulkanspalte sind. Ah, und ich weiß auch nicht, ob wir hier reinkommen, weil das nämlich beim letzten Mal, als wir da mit der Drohne unterwegs waren, total geglitscht hat und wir dann einfach hier durch diese Wand durch sind. Das geht ja nun mal in Wahrheit nicht wirklich. Aber ich glaube, wir kommen... Ah, doch. Wir kommen der Sache trotzdem näher. Nämlich hier. Okay. Also zunächst mal ist wichtig, dass der Sauerstoff voll ist. Und dann weiß ich halt nicht, wie viel dieser Anzug verträgt. Das Lustige ist, wir waren hier sogar schon mal. Okay, das könnte sogar echt gut gehen. Oder auch nicht. Wir waren hier sogar schon mal und ich war aber dann irgendwie nicht klug genug. Oh Gott, die arme Drohne. Wow! Ja. Ich war dann nicht klug genug, da noch ein bisschen mich umzugucken. Hallo Schneesturm. Aber gut, 3 Diamanten zumindest schon mal bekommen. Ich will jetzt die anderen nicht ausreizen. Ich glaube, es waren insgesamt mehr. Das können wir uns gleich auf der Drohne, also auf der Kamera da nochmal angucken, aber es reicht jetzt zumindest für 2-mal emailliertes Glas. Quarz haben wir, glaube ich, auch noch genug. Genau, und dann können wir nämlich dieses Tiefenmodul für den See... ich bin schon verwirrt, wie das heißt. Seemotte, Seegleiter, was auch immer, bauen und sind dann wieder versorgt. Da haben wir jetzt noch Essen. Jetzt würde ich gerne noch kurz Trinken einsammeln. Blasenfisch. Ich sage jetzt nicht wieder das, was ich bei Raft gesagt habe. Kenner wissen, was es war. Ich glaube, mein Mikrofon ist irgendwie etwas verrutscht. Ich stelle sowieso allgemein fest, dass das Welcome aboard, Captain. immer wieder so ein bisschen anders von der Lautstärke ist, je nachdem. Weil das halt keine komplett fixe Position hat, sondern ich mit dem Arm ja immer wieder so ein bisschen anders hier stehe. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie wieder Energie kriegen, aber das reicht vielleicht auch einfach, wenn wir abwarten. So, 3-mal trinken. Ach ja, und das machen wir auch noch her. Glas. Gut. Den Stahlbarren, den haben wir hier irgendwo vergraben. Ich wundere mich nur, warum das hier funktioniert. Normalerweise gibt es dafür auch eine Extrastation, also die Fahrzeugmodifizierungsstation. Ich weiß gerade irgendwie nicht mehr, wie ich dieses Mikro hinstellen soll. Aber das geht wohl irgendwie auch so. Perfekt. Dann können wir jetzt nämlich einige von diesen Dingen, zum Beispiel das, und das ist hier ganz unten, glaube ich. Ah ne, hier ist es. Das.
abmachen und das hier auch. Und dann fehlt jetzt nur noch Kreislauf-Tauchgerät und dafür ist, glaube ich... Ja, Silber halt, ne? 1 haben wir. Oh, 2 Diamanten, ja. Dann würde ich sagen, jetzt, wenn wir sowieso hier warten müssen, befreien wir mal diese arme Drohne da aus dem Feuerschlund. Okay. Vielleicht ist sie auch tot. Mal gucken, ob da draußen... Vielleicht haben wir sie aus Versehen weggedrückt. Ja, ich glaube, die ist lost. Scheiße. Während wir da zugange waren und dann ist sie vielleicht explodiert. Na gut, dann eine neue. Was kostet die Welt? Und zwar... Oder gibt es die nur an diesem... Das kann auch sein. Er tut schon ein bisschen weh. Also Computerchip, Batterie, Glas, Titan. Das ist auch noch so ein Projekt, dass wir die Brücke da wieder in Gang kriegen. Gold haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Zack, zack. Ein bisschen schade ist, dass man das hier nicht sieht, während das Inventar offen ist. Also man muss dann immer raten, was da jetzt gerade benötigt wird. Ja. Also an dem Gold scheitert es gerade noch. Dann hilft es nichts. Ich muss nochmal in die Tiefe und hoffen, dass ich jetzt nicht von diesem komischen... Ich speichere mal. Nicht von diesem komischen Hai gefressen werde. Das wäre sehr uncool. Und wie immer, wenn wir auf der Suche nach Rohstoffen sind, ist es Nacht. Also keine Überraschung. Das kommt mir auch noch nicht bekannt vor, aber doch, da waren wir... Ah, doch. I remember. Lustigerweise liegt hier irgendwie noch Wasser rum. Hallo? Hä? Jetzt kann ich das nicht nehmen. Naja. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja. Also ich glaube, so 150 Meter... müssen es schon ungefähr sein. Und da freue ich mich immer über Silber und dann ist es wieder Titan. Warum?
Ne, also um halt Gold und sowas zu finden. Mir kommen auch diese ganzen Umgebungen hier so langsam bekannt vor, aber... Oh. Scheiße, das war wieder nur Titan. Aber ich finde mich halt trotzdem nicht zurecht. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ich muss gleich gehen, ne? Ja, ich sollte. 30 seconds of oxygen remaining. Okay, das eine Silber noch. Und das eine Gold noch. Oxygen. Ah, scheiße. Das war nicht gut. Das werden wir nicht überleben. So ist es, wenn man gierig ist. Mal schauen, wo wir wieder aufwachen. Bist gestorben und hast einige Gegenstände verloren. Rest in peace. Was habe ich denn alles verloren? Ja. Alles Gold. Das ist schon mal toll. Okay. Hallo? Das hier sah aus, als wäre die gerade aufgegangen. Deswegen würde es darauf hindeuten, dass wir da Passing 100 meters. eben waren. Oxygen efficiency decreased. Das war aber auch hier irgendwo. Also hier in der Nähe von diesem... Von diesem Teil da. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt zwischendurch speichere. Also wenn ich halt sterbe, dann sterbe ich, ne? So. Ah! Jetzt schau ich. War das vielleicht hier? Ja, das war bestimmt hier, aber... Ja, war's. Aber jetzt ist natürlich alles leer. Aber hier. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus, ey. Aber natürlich nicht. Also muss ich vorne rum. Oder hier?
Wie kann man sich das jetzt merken, ne? Schwer zu sagen. So. Ja. Es ist okay. Zack. So. Mit was ist das Ding eigentlich gefüllt, dass das überhaupt funktioniert? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Und wenn da jetzt Luft wäre in dem Kissen die ganze Zeit, dann würde es ja sowieso nicht funktionieren. Also, dass man überhaupt das Welcome untergeht. aboard, Captain. Das müsste ja dann eigentlich irgendwie was Komprimiertes sein. Halleluja. So. Zack. Jetzt machen wir erstmal das. Ja. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Ja. Das machen wir. Jetzt fehlt noch. Ich glaube nur der Chip, ne? Für die Kameradrohne, die wir dann vielleicht einfach beim nächsten Mal nicht mehr unbedingt in ein brennendes Loch werfen. Stand halt nicht in der Anleitung, dass man das nicht machen darf. Ich kann auch nichts dafür. Ach so, aber jetzt machen wir eine Sache, wenn jetzt sowieso die Energie hier voll ist. Was brauchen wir denn? Das ist sowieso nicht schlecht. Wenn da noch welche sind, wäre es nett, wenn wir die finden. Jeder Bauplan kommt gelegen. So, mögest du ein besseres Schicksal haben als dein Vorgänger. Die zum Beispiel ist doch leer, da waren wir doch eben. Ja, das ist halt dann natürlich ein bisschen, ne? Es wäre schon nett, wenn nur die angezeigt werden, die halt noch aktiv sind. Ob die wohl auch angegriffen werden, also jetzt Naturgewalten wie hier mit dem Feuer, das ist klar, aber ob die jetzt auch, ja, die haben wir auch. Ob die jetzt auch angegriffen werden, wenn, die einfach nur vorbeischwimmen? Man weiß es nicht. Ich bringe sie lieber wieder zurück und dann beim nächsten Scannen fliegen wir dann wieder vom Startpunkt aus. Nicht, dass hier nochmal was passiert. Und eingeparkt. Hä?
Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was da mit dem Bild passiert. Zack. Oh Gott, wenn das der einzige Gelsack ist, na dann herzlichen Glückwunsch. Was wir aber mal machen können in der Zwischenzeit... Abgesehen vom Üblichen, ihr wisst es schon. Nämlich Essen und Trinken. Wir können auch mal unsere See-Dings hier wiederholen. Dazu muss ich dann einfach nur da einmal rüberschwimmen, mir eine Drohne mitnehmen. Also, ne, ich meine gar nicht Drohne, ich meine. Was meine ich? Eine Signalboje. Und dann können wir nämlich das Modul einbauen. So. Ich kann es einfach nicht lassen. Okay. Zack. Und jetzt einfach nochmal speichern. Dann Signalboje. Was brauchen wir dafür? Es war jetzt echt schlau, das Zeug vorher wegzulegen. Kupfererz und Titan. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Aber eigentlich möchte ich auf der 4... Wobei, doch. Braucht sonst gar nichts. Das ist okay. Dann geht's jetzt mal zurück dahin. Dann mal schauen, was wir auf dem Weg jetzt noch mit der Seemotte finden. Oder Seebahn, meinetwegen. Das ist ja dann auch ein bisschen entspannter, weil man dann hier nicht nach Sauerstoff gucken muss. Man darf sich nur nicht rammen lassen. Ach, guck mal. Ist es die Möglichkeit? Ja. Also nicht wirklich die Möglichkeit, aber es hätte ja sein können. Immerhin. Warum? Einfach so hier oben. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Aber das war jetzt nicht der Ort, an dem ich das erwartet habe. So, nochmal auftauchen vielleicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich keine Batterie mehr dabei habe. Deswegen mache ich den Rest jetzt so. Weil das bisschen Batterie brauchen wir dann zum Runtertauchen. Lithium. So. Meine Lüftung wieder am Start. Aber das hört man nicht im Mikrofon, ne? Also zumal jetzt, wenn ich nichts sage, sowieso nicht, weil ich dann das Noise Gate anhabe, aber... Moment.
Ich weiß gar nicht mehr. Copper? War das die Copper-Station? Aber egal, ich weiß ja dann, was gemeint ist. Und die Erweiterungsmodule, die kann ich aber nicht hier reinmachen, sondern die muss ich, glaube ich, wenn ich draußen bin. Gibt es hier extra so eine... Irgendwo so eine Klappe. Ah, hier. Zerstörungstiefe nun bei 300 Metern. Das ist doch schön. Und einen Blasenfisch gesprengt. Da unten waren wir schon. Hier sehe ich noch was Nettes. Ja. Dann können wir den Weg vielleicht mal folgen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Überall. Es könnte auch sein, dass der dann irgendwann hier zu eng wird, aber... Und die Basis hat mal wieder keine Energie. Ich habe aber halt auch ein bisschen viel gescannt, ne? Was ist da unten los? Ja, nicht viel, aber hier haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen. Ja, das meine ich halt. Das ist halt wesentlich entspannter, das so zu machen. Man sieht ein bisschen mehr und... Also bis auf jetzt. Man bekommt jederzeit wieder Sauerstoff. Also das ist schon besser. Außer man wird halt angegriffen wie beim letzten Mal, dann ist es eher nicht so gut. Platz ist noch da. Naja. Im Zweifelsfall lieber raus aus dem Schiff, ne? Wenn ein Angriff ist, wird der ja wahrscheinlich auf mich gehen und nicht unbedingt auf das Schiff, wenn ich nicht drin sitze. Aber das ist auch nur eine Theorie. Also am Ende weiß ich auch nicht, ob das dann so ist. So, zack. Dann ist hier auch noch dieser komische Typ da. Der Steinbeißer. Ah ja, da hinten. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll. Ich meine, gut, ich habe volle Energie, aber... Jetzt bewacht er das Gold, oder was? Ja, ciao. Ich traue denen nicht. Glaube ich, noch keinen Kontakt gehabt, aber... In diesem Spiel weiß man nie, wie die Tiere reagieren. Ist ja nicht so offensichtlich, wer hier freundlich gesinnt ist und wer nicht.
So, du bist höchstwahrscheinlich nochmal Silber. Gut, na, da haben wir noch einiges jetzt gefunden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber jetzt mit bis zu 300 Metern könnte man sich das fast doch nochmal überlegen, mit der Seebahn so tief zu tauchen. Also in diese Station reinzutauchen und dann da runter zu gehen. Wenn wir da irgendwie durch die Tür kommen. Okay, demnächst ist jetzt hier mal voll. Mal Zeit zurückzugehen. Ich glaube, die Seemotte, also Seebahn, hat selber auch noch ein Inventar, aber ja, also jetzt dahin zu gehen macht halt keinen Sinn, weil wir jetzt einfach überhaupt keinen Platz haben für irgendwas. Da müsste man dann eher nochmal separat kommen. Hilfe. Was ja auch kein Problem ist. Wir haben ja Zeit. Faszinierend, so. Jetzt aber mal Abflug hier. Aber ich kann das Silber nicht liegen lassen. Dim, 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 dim. Knicke Knack. Ah, Moment mal. Alte Gewohnheit. Man merkt, jetzt wird es hier deutlich kühler, da keine Geysire mehr in der Nähe sind. Also man muss sagen, Energie jetzt immer noch bei 80%. Man könnte meinen, die Energiezellen halten wirklich länger als davor. Kommt mir zumindest so vor, aber vielleicht wurde da auch nichts gemacht. So. Perfekt, jetzt haben wir nämlich das Fahrzeug auch wieder da, wo es hingehört. Wow. Welcome aboard, Captain. Captain. Und können jetzt problemlos alle möglichen tollen Sachen machen. Zum Beispiel einen Kompass. Quantenkiste finde ich auch cool. Aber wie gesagt, ist im Moment, glaube ich, noch nicht ganz so die Priorität. Das hier wäre mal noch ganz nett. Ja, und da Magnetit weiß ich halt ehrlich gesagt echt noch nicht, wo ich das herbekomme. Können wir uns auch überlegen. Ups. Das wollte ich auf jeden Fall. Das sollte jetzt auch machbar sein. Gut, dafür brauchen wir noch welche. Computerchip noch einmal, weil ich es auch irgendwie immer wieder vergesse, was da reinkommt. Also, hoch. 2 Korallen und einmal Kupferdraht haben wir gar nicht mehr.
Ah, ich habe einen Kupfer zu wenig genommen. Warum? Weil ich keinen Platz mehr habe. Ups. Ja, egal. Oder machen wir es so. Zack. Zack, zack. Einmal den Chip. Dann ein Diamant und ein Blei. Auch wenn es nämlich schmerzt. Ups. Das hat sich echt gelohnt gerade, muss ich sagen. Okay. Und jetzt haben wir die Modifizierungsstation. Mach ich die überhaupt hier? Ach nee, die muss ich ja... Die muss ich ja bauen. Und zwar... Was ist eigentlich hier los? Das müssen wir nämlich auch noch fertig machen. Da fehlt noch Lithium und 3-mal Titan. Das auch mal noch kurz. Wunderbar. 18,8. Ich hoffe, das ist irgendwie ein guter Wert. Ich habe keine Ahnung. Zack. Wunderbar. Da kann man jetzt die Thermalklinge machen. Das wollte ich nämlich gerne. Ja, wir brauchen noch mehr Batterien. Zwei von den Körperchen, 2 Kupfer. Da geht es hin, unser Kupfer. Und unsere Körperchen. Ja, hier. Allerdings, also hier hat das irgendwie keinen Verbrauch, ne? Da ist jetzt kein grüner Balken dran. Das heißt, wenn das konstruiert ist, dann ist es fertig. Da muss man irgendwie nichts mehr machen. Die nehme ich mal noch mit. Wechseln wir das mal kurz aus. Okay. Ja. Rubine habe ich halt noch gar nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich auch wieder deutlich tiefer. Ein Schmiermittel und ein erweiterter Kabelsatz. Da brauche ich auf jeden Fall Silber. Und was brauche ich noch? Nochmal einen Computerchip. Oh mein Gott. Kupferdraht, Tisch, Korallenprobe, Gold. Warte mal. Jetzt hauen wir es aber raus hier, ne? Es war gar kein erweiterter. Nur der normale. Egal, dann haben wir den jetzt auf Vorrat. Nee, den auf Vorrat, so rum. Okay. Ich mache noch eine zur Sicherheit.
Wir kommen bestimmt wieder irgendwo hin, wo es spannend ist. Ach ja, da war ja was. Der ist ein bisschen riesig. Was packe ich denn da rein jetzt? Was habe ich denn an organischen Sachen, die man da benutzen kann? Vielleicht das? Geht das? Lecker. Okay. Sozusagen gequälte Scheiße. Okay. Dann haben wir das. Und das. Wie sieht es mit dem Kompass aus? Kupferdraht, Kabelsatz. Ja, das kriegen wir jetzt aber gerade noch hin. Ja, tatsächlich gerade so. Oha, schaut euch mal die Energieanzeige da oben an. 725 durch den Bioreaktor. Alter Schwede. Ups. Das finde ich ja ganz schön krass. Und da ist der Kompass. Sehr schön. Hier immer noch ein wunderbares Bild. Wurzelblase. Was wir brauchen, ist das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wofür. Wofür war denn das nochmal? Also hierfür nicht. Wobei es auch synthetische Fasern, es kann sein, dass wir das dafür brauchen. Nee. Dafür war es, genau. So, Hydraulikölpatrone für die Brücke. Aber leider, ohne Scheiß, ist das der einzige, den wir finden. Jetzt gucke ich mal, was mit der Kamera ist. Was die uns hier sagen kann, wo das ist. Das Schöne ist, die wird auch automatisch aufgeladen, wenn die andockt. Das heißt, keine Batterien oder sowas. Oder das Problem, dass sie zwischendurch dann irgendwo stecken bleibt, wenn man sie nicht mehr findet. Also weil halt die Batterie dann leer ist oder so. Okay. Die Frage ist nur... Ah, ich dachte schon. Hoppala. Ah, ich glaube, hier geht's runter, ne? Yep. Okay, das ist jetzt halt einer, aber immerhin, es ist machbar, wenn wir mit der Motte runtergehen. Ich nenne sie jetzt einfach trotzdem Motte. Nachdem wir uns nochmal mit Essen und Trinken versorgt haben.
Habe ich da noch was eigentlich? Ja, der ist eklig. Den können wir mal wegtun. Okay. Machen wir das mal eben. Welcome aboard, Captain. Ja, und hier ist jetzt leer. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Mal gucken, was wir da noch rausfinden, was da am besten ist für den Bioreaktor. Ich bin echt gespannt auf die Brücke und was wir dann dahinter finden. Das ist halt eines dieser Story-Elemente noch. Das wäre gut, wenn wir das demnächst mal angehen könnten. Jetzt erstmal gucken, dass wir möglichst nah dahin gelangen. Irgendwann wird es hier definitiv dann, also wird das Loch hier definitiv zu klein, um hier noch durchzukommen. Aber jetzt ist es auch nicht mehr weit. Dann können wir das jetzt mal kurz hier... Ach so, wir haben jetzt eh das Kreislauftauchgerät. Dann ist das auch alles nicht mehr so problematisch, ne? Ja! New blueprint synthesized. Amazing! Ah, Moment mal. Jetzt kann ich ja die Drohne einfach mitnehmen, oder? Ich sehe einen Diamanten. Da sind noch mehr. Die Basis ist wieder im Absterben. Oha. Wie tief geht das bitte? Also, ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, wir haben die Basis am richtigen Platz gebaut. Ach, guck mal, vielleicht wären wir sogar doch durchgekommen, wenn wir einfach das andere Dings hier genommen hätten. Sehr gut. Okay, also es kommt jetzt auch keine Warnung mehr, wenn wir in der Tiefe unterwegs sind. Das heißt, da sind wir jetzt einigermaßen safe. Das macht es schon mal wesentlich einfacher, solche Dinge zu finden. Wir brauchen halt insgesamt 4. Jetzt... War ja, also bei uns in der Basis war ja jetzt nun leider sonst nichts mehr zu finden. Vielleicht hilft dann halt nur dieses Erweiterungsmodul, dass wir in größerer Reichweite noch schauen können. Ansonsten können wir natürlich aber jetzt auch mal hier mit einem Auge auf dem tiefen Display natürlich gucken. Hoppala. Was es hier noch gibt. Wie weit wir noch kommen. Ja, aber hier sind wir schon wieder raus aus dem Biom. Ich glaube, das da unten war wirklich gar nicht schlecht. Ein bisschen Platz haben wir noch. Muss die Gelegenheiten ergreifen.
Ich will natürlich jetzt auch nicht mich in problematische Lagen manövrieren. Aber ich glaube, so könnte es gehen. Okay. Es ist einfach, wie gesagt, immer... sehr aufregend alles hier. Hier sehe ich noch einen Gelsack. So viel Zeit muss sein. So, und dann... zack. Oh, und da sind ganz viele... Ja. Juhu. Seht ihr das? Oh, oh, oh! Das heißt, ab jetzt können wir da was dranhängen. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. An die Seebahn können wir jetzt was dranhängen. Das ist sehr gut. Hi, hi, Leute. Es ist und bleibt ganz schön spannend. Okay. Jetzt müssen wir nur noch mal kurz zu den Pflanzen, Schlingpflanzen, und dann haben wir diese Soße auch zusammen. Das können wir jetzt aber vielleicht mit der Dings hier machen. Mit dem Seegleiter, um jetzt nicht komplett hier die Energiezelle zu entladen. Halleluja. Okay. Nee. Nee, ich pack die Sachen mal weg. Oh. Diamanten, ja. Zack. Oh nein. Ich vergesse das immer wieder, dass ich das nicht gleichzeitig machen kann. Irgendwie ist da draußen Action. Okay. Das rote Messer. Ups. Also Nordwesten ist die Küste von meiner Basis aus. Kann ich mir vielleicht mal merken. Jetzt geht's ab mit der... mit dem roten Messer. Habe ich überhaupt Platz? Ja. Ja, das war es leider schon wieder. Aber da kann ich nämlich... Dann kann ich nämlich das Zeug da vielleicht in den Bioreaktor tun. Das nimmt zwar viel Platz weg, aber da reichen ja dann auch irgendwie 3, 4 Stück. Diese Fischfalle ist einfach so genial. Ich kann mich daran jeden Tag erfreuen. Okay, jetzt probieren wir das mal aus. Zack, zack und ab geht's. Boah, die verbrauchen so schnell ihr Dings. Hä, das kann man essen. Was?
Aerogel haben wir jetzt gelernt. Durch das, durch den Gelsack. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt alleine reicht, um das wieder in Gang zu kriegen. Achso, pack mal vielleicht die restlichen Büschel hier auch noch rein. Das hier kommt in den Vorrat. Das ist jetzt zwar nicht direkt Essen, aber sowas Ähnliches. Und hier organisches Material. Zack, zack. 2 Wasser, ein Futter. Das ist nicht ganz so viel. Achso, die Kameradrohne müssen wir wieder aufräumen. Dann hole ich nochmal Futter. Und dann können wir uns dahin aufmachen. Ich bin gespannt. Plopp. So, bitte aufladen. Sag mal, ist jetzt überall nur Blasenfische. Ich wollte eigentlich was zu essen. So. Welcome aboard, Captain. Hallo. Ach, es kommt jetzt gar nicht immer, weil manchmal keine Energie in der Basis ist. Heizung wieder aus. Ein Hin und Her. Irgendwann wird irgendein motivierter Installateur mal diese Heizung reparieren. Bis dahin werde ich nur arm, indem ich Geld für Strom ausgebe. Okay. Vielleicht... Ah, jetzt ist da so ein Hai. Alles Reparaturwerkzeug habe ich gar nicht dabei. Ups. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das da reingemacht. Ich weiß nicht warum. Das da noch weg. So. Und das eigentlich auch. Je nachdem, wie viel Zeug wir da kriegen. Also, Reparatur. Dann wäre das auch mal erledigt. Ja, jetzt sind schon nur noch die 2 drin. Das heißt, die Pflanzen, die halten länger als diese anderen Bobbles. Pack ich jetzt trotzdem mal da rein. Ach, guck mal. Nee. Vergiss es. Okay. Das wäre das. Aber, liebe Leute, es ist leider schon wieder soweit, diese Folge zu beenden. Deswegen mache ich das mal ganz fix. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich dann auf Tauchkurs gehe. Ich bin sehr gespannt, beziehungsweise nein, ich gehe zuerst mal und repariere diese Brücke und schaue mal, wie es storytechnisch weitergeht. Darauf könnt ihr euch also freuen. Jetzt würde ich sagen, noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.